Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist es soweit, der neue Dungeon ist in Shakes and Fidget raus, und zwar der Sandsturm. Ja, das Pendant kann man quasi sagen zu dem Wirbelwind. Hier haben wir allerdings nur 100 Etagen. Wir befinden uns auch gerade jetzt hier live im Stream auf Twitch, deswegen Hallöchen an YouTube hier auch vom Chat. Und ja, wir werden gemütlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen mit meinem 695er Account. Es wurde teils schon gerätselt, bis zu welcher Etage ich komme. So, es wird gesagt, so vielleicht so 70, 80 ja, deswegen mal gucken, wie es aussieht, wenn wir uns Ende des Jahres im Legendary Dungeon neu equippen werden, weil, wie gesagt, die normalen Waffen haben jetzt schon teils, wenn ich mir eine neue hole, 400 Durchschnittsschaden mehr, und das scheppert schon ordentlich rein. Deswegen ja, könnte sein, dass wir den vielleicht Ende des Jahres dann erst komplett clearen. Und ja, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Was müsst ihr wissen für den Dungeon? Wie kommt ihr da rein? Denn es wird auch schon gefragt, wie macht man das in der DP und so. Ich kann euch sagen, für die DP ist der Dungeon nicht weiter relevant, denn wenn wir hier einmal das Bild anschauen, dann sehen wir hier, der Sandsturm wird ab Stufe 500 erst freigeschaltet. Erst dann kommt ihr dahin. Das könnte schon das Late-Game-Feature sein, wovon Thorsten bereits geredet hatte. Er hatte ja gesagt, es kommt noch was fürs Late-Game. Und das könnte meines Erachtens nach schon so sein, dass das damit gemeint ist. Und man muss zusätzlich auch die Lichtwelt komplett clearen, damit man den Sandsturm freischaltet. Ja, so sieht das Ganze aus im Schneckenhaus, und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt rein. Etage 1 von 100, Sandsturm. Hier wird schon eine Limo bereitgestellt. Ja, wirbelt dich nicht nur mit 100 Monstern durch die Luft, sondern bläst dir auch dicke Sandkörner in deine Augen. Schreibt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid, falls das Feature schon bei euch auf dem Server verfügbar ist und ihr einen etwas höheren Account habt. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, bis zu welcher Etage seid ihr gekommen, und wir gehen jetzt hier auch mal direkt rein. Ja, und das sieht tatsächlich alles so ähnlich aus wie im Wirbelwind. Es fliegen Pyramiden durch die Luft, ja. Sehr interessant. Besiege ein Monster im Sandsturm mit mindestens 90% deiner Lebensenergie, damit du das Monster der nächsten Ebene anschließend gratis angreifen kannst. Also komplett identisch. Auch zum Wirbelwind tatsächlich, wenn man da halt eben weniger als 10% verliert, dann, genau, dann kannst du auch den nächsten Gegner angreifen, ohne einen Pilz zu bezahlen. Also hier ja, wird quasi auch wie im Wirbelwindsturm auch quasi für Wirbel gesorgt, als wäre man ein Chiropraktiker, ja. Der sorgt nämlich auch für Wirbel, und deswegen, es sieht so aus, als ob die Gegner keine neuen wären, oder? Täusche ich mich da? Also die Gegner sehen jetzt, die kommen mir relativ bekannt vor, allerdings haben die jetzt auch Runenschaden, deswegen... Okay, der erste, ich weiß nicht, vom Sound her ist es so in Ordnung, deswegen 30 Millionen, es sind tatsächlich identische Werte wie bei dem Wirbelwind, ja. Ich denke mal, durch dieses Feature hier werden wir es wirklich nicht sehr, sehr schwer haben, bis zum Ende des Jahres noch Stufe 700 zu erreichen. Das freut mich natürlich sehr, weil mir war zwischenzeitlich nämlich Angst und Bange, muss ich sagen, dass wir das bis zum Ende des Jahres so hinkriegen mit der 700. Ja, weil jetzt der letzte legendäre Dungeon nach vorne verschoben worden ist, und deswegen war mir ein bisschen mulmig, dass eventuell dieser auch nach vorne geschoben wird, der jetzt im Winter kommt. Deswegen, das kann man aber noch nicht ganz genau sagen, ob das auch der Fall sein wird. Und ja, deswegen, jetzt ist es aber auf jeden Fall safe, dass wir bis dahin die 700 packen, weil das sind nämlich ordentlich XP-Punkte, die wir hier mitnehmen. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es in Anführungszeichen nur 100 Etagen sind, ja, aber das ist natürlich nochmal der Wirbelwind auf Steroide. Deswegen hier sind die Gegner wahrscheinlich dann nochmal deutlich, deutlich schwerer als in der Wirbelwind-Variante. Und ach,
Der Klassiker wie Beethoven hier, ja, ist der Rucksack voll und nix kann bei der Hexe abgegeben werden. Na super, wer kennt's nicht? Perfekt. Das sind ja gute Konditionen hier, ja, gute Startbedingungen. Die günstigen Items, die werfen wir mal alle weg, das braucht hier keiner. Ja, und wir werden wahrscheinlich den Rucksack hier knülle voll haben, nachdem wir jetzt hier gleich durch sind mit dem Dungeon. Ach Mensch, ist zwar mal sehr schade jetzt hier alles so wegzuschmeißen, aber was willst du machen, ne? Da kannst du nichts machen. Das müssen wir jetzt durch. Haben wir noch irgendwo ein paar Items, die günstig... hier ist noch eins. Zack. Haben wir noch eins übersehen. Ist auch komplett alles... sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa hier. Also ich bringe hier auch wirklich null Ordnung rein. Es wurde zwar schon versucht, mit den verschiedenen Unterteilungen des Rucksacks ein bisschen das... ja, übersichtlicher zu machen, aber das Ding ist auch bei mir komplett over. Ich weiß nicht, also es hat bei mir überhaupt gar nichts gebracht, ja. TK Vlog, Dankeschön auch für dein Follow. Wie gesagt, wir sind hier gerade live im Stream, deswegen kommen hier und da mal vielleicht ein paar kleine Benachrichtigungen rein, aber ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht weiter wild. Genau, ja. Ist der Ego auch schon voll beladen? Guter Tipp hier von Umbums an der Stelle. Nö, tatsächlich nicht. Den guten Kollegen Schnürschuh, den vergesse ich tatsächlich immer. Aber guter Einwand nochmal an der Stelle. Da können wir nochmal ein paar Plätze hier gut machen. Ja, sehr nice. Ja, dafür hat man auch einen Chat hier an der Stelle. Ne? Also da kommt wieder die Schwarmintelligenz hier wieder zum Tragen für Umzugshelfer. So, okay. Wir machen mal weiter. Wir sind jetzt auf Stufe 12 hier. Das ist alles noch nicht so... Oh, okay. Da müssen wir jetzt aber schon einen Pilz bezahlen. Also da haben wir jetzt schon mehr Schaden bekommen als 10%. Und diesbezüglich müssen wir da jetzt auch ein bisschen reinpilzen hier in die ganze Angelegenheit. Okay. Also die halten jetzt schon ordentlich was aus hier, ne? Hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube zwar auch nicht, dass wir durchkommen, ja. Falsches Equipment, Bro. Lol. Hä? Wie ist denn das passiert hier? Huch. Alter, Dankeschön. Ja, ohne euch wäre ich jetzt echt aufgeschmissen, ne? Da hätte ich mich jetzt gefragt, WTF, was ist jetzt nun hier verkehrt? Alter. Dann hatte ich vorher was hier beim Dings drinne gehabt, bei einem Alter Ego, und der hat nicht komplett geswitcht, ne? Ich glaube, das war nicht komplett leer gewesen. Ich habe mich gerade gewundert, warum macht der hier, warum mache ich hier so wenig Schaden auf einmal? Naja, gut. Ey, Dankeschön. Ja, Dankeschön. So, jetzt kann es wieder weiter vorangehen. Mal gucken. Etage 20 nähert sich. Genau. Ey, das ist mir nicht schwer genug. Deswegen muss ich hier nochmal die Hardcore-Variante auspacken. Ja. Ich finde es schade, ein bisschen, dass wir hier in der Art und Weise keine neuen Gegner bekommen haben. Also die man jetzt hier sieht, die sind jetzt natürlich alle schon, die kennt man alle, so vom Hören und Sagen, vom Sehen. Und demzufolge, ja, ist das leider nichts Neues hier großartig. Bisschen schade, weil beim fahrenden Dungeon habe ich es halt sehr gefeiert, dass dort neue Gegner auf uns gewartet haben, wo man sich die Beschreibung durchlesen kann und ne, wo halt eben designtechnisch ein bisschen Arbeit reingeflossen ist. Ja, wo man so auf jedes Detail achten kann. Man kann natürlich verstehen, bei 100 Etagen, okay, gut, das könnte ein bisschen viel Arbeit sein, ja. Beim Wirbelwind ist es ja auch so, dass da die Gegner recycelt worden sind, also die 1000 Gegner, die im Wirbelwind auf einen warten, die sind natürlich jetzt nun auch alle nicht unterschiedlich so. Deswegen ist es okay, sag ich mal. Ne? Und bei neuen Dungeons werden wahrscheinlich auch neue Gegner auf uns noch in Zukunft warten. Aber bei den Wirbelwind-Varianten hier, oh lol. Lol, wir sind das erste Mal jetzt gestorben, ne? Bei welcher Etage? Bei der 31er Etage hier. Ja, moin. Das ist ja wieder typisch hier. Okay, ja, krass. Dann bin ich mal gespannt, wie weit wir hier wirklich kommen. Huch. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Wir sind jetzt ein zweites Mal gestorben. Haben wir hier alle soweit equipped hier?
dass hier alle auf ein Optimum spielen. Ja, ne? Ich glaube, ja. Also, wir gucken nochmal kurz bei der Hexe, bei der Verzauberung nach. Aber wir haben hier, glaube ich, auch alles soweit alles Wichtige drin. Nicht, dass ich hier jetzt nochmal irgendeinen Fail jetzt hier mir gerade leiste. Das wäre natürlich nicht so klug. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Ja, mit ein bisschen Pilzunterstützung kommen wir hier auch voran. War jetzt nur ein kleiner Ausrutscher vielleicht meinerseits. Also die machen alle gut Schaden, ne? Also ich bin ja jetzt auch nur nicht der absolute Glass Cannon, sag ich mal, als Magier. Es gibt ja auch genug Magier, die spielen 70-30 oder noch mehr oder so, aber ich versuche ja wirklich jetzt in Richtung 400.000 zu gehen. So, dass wir nachher so sagen können, wir spielen 60-40 mit 600.000 zu 400.000 so an Stats. Ne? Ach so, ich kämpfe ja alleine hier auch, ne? Stimmt. Lull. Ja gut, dann ist es ja auch gar nicht ausschlaggebend, was meine Begleiter machen. Da hatte ich jetzt kurz dran gedacht. Aber wir sind ja gar nicht hier in der Schattenwelt. Wir sind ja im Wirbelwind. Und im normalen Wirbelwind hat man die Begleiter auch nicht. Da kämpft man auch alleine. Deswegen, warum hier nicht auch, ne? Okay. Etage 40 haben wir gemeistert. Ja. Wir sind gleich bei der Hälfte. Und die Gegner werden tatsächlich zunehmend schwerer. Man merkt's. Man merkt's tatsächlich. Goldtechnisch ist es jetzt nicht so die krasseste Ausbeute, muss ich sagen. Allerdings scheppert die XP natürlich gut rein. Ne? Wir haben gleich hier auch das Level-Up, was natürlich auch sehr geil ist. Okay, gut. Ne, jetzt kommen wir aber schon auf die 20 Mille. Also das steigert sich auch. Am Anfang waren es, glaube ich, irgendwie nur um die 5 Millionen oder so. Jetzt bekommen wir hier auch 20 Millionen pro Gegner. Das schmeckt natürlich auch auf die Masse gesehen. Ja, die waren natürlich auch ein bisschen schwächer vorher. Und ja, deswegen ja, ist das natürlich auch logisch irgendwo, ne? Gut, den haben wir auch noch und damit 45. Wir machen weiter. Wir haben gleich das Level Up, der nächste Gegner. Und wir sind auf der 96 gleich. Ja. Punkt, da haben wir es geschafft. 696. Neues Level geunlockt. Ja, jetzt sind es nur noch minus 4 Level bis zur magischen Stufe 700. Wir kommen dem Ziel immer näher, also XP-technisch haben wir hier gut einen aufgespielt auf jeden Fall. Ey, ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, 3 Level oder so gemacht. Einmal ein normales Level-Up, dann das Kalender-Level-Up und jetzt nochmal ein Level-Up. Also das ging jetzt wirklich gut voran in letzter Zeit. GZ, Dankeschön. Danke für die Glückwünsche auf jeden Fall. Ja, boah, wir kommen unserem großen Ziel, kommen wir immer näher. Und ich freue mich wirklich mega drauf, dann Ende des Jahres eine komplette Umequipung im Legendary Dungeon zu unternehmen. Da gibt es natürlich auch nochmal einen fetten Stream dazu und ja, wo wir uns dann hier live equippen werden. Ein schönes YouTube-Video, wo wir einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, wie viel Stats wir insgesamt gut gemacht haben und ja, was das denn am Ende des Tages alles so gebracht hat. Ne, ich habe mir ja auch ein paar Früchte wieder mal aufbewahrt. Zwischendurch hatte ich die auch alle wieder genommen, aber jetzt spare ich die auch auf bis 700. Damit der Spike einfach noch größer wird. Und dann bin ich sehr gespannt, wie weit wir dann hier noch kommen werden, falls wir jetzt hier an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommen. Und wie weit wir auch in der Schattenwelt bei der Monstergrotte kommen. Denn dort wird es ja natürlich auch ein bisschen schwieriger werden. Da stehen wir momentan vor dem Sandkastenwurm. Der ist aber machbar. Der hat irgendwie jetzt momentan eine 0,20er Chance. Wenn wir eine neue Waffe finden mit 400 mehr Durchschnittsschaden, oh, ein Epic, nice, dann wird das wahrscheinlich auch nochmal gut reinscheppern. Ja. Wir haben hier, na toll, wir haben hier wirklich kaum Items bekommen, die heute bei der Hexe rankommen. Das ist natürlich mal wieder sehr, sehr unlucky. Und ja, vielleicht machen wir auch so eine Art Special-Stream, dann, wenn wir die 700 erreichen, dass wir da, keine Ahnung, wieder einen XXL-Stream raushauen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Stream werden, weil wir suchen da natürlich nach dem perfekten Equipment für uns selbst. Wir wollen uns von A bis Z neu equippen, neue Steine, neues Equipment, alles auf 20 ziehen, ist ja alles noch auf 15 hier, ne? Deswegen, das habe ich mir alles noch zurückgehalten, wenn wir mal beim Schmied, bei den Schmiederessourcen reinschauen. Da ist noch einiges offen, was wir da noch investieren können. Das reicht 2-3 Mal, um unser Equipment hier zu verbessern.
Da halte ich mich tatsächlich künstlich ein bisschen klein bis dahin, aber ich will den Unterschied halt eben, dass der so groß wie möglich ist zwischen vorher und nachher, und das wird, glaube ich, sehr satisfying, das denn zu beobachten. Und während ich hier rede, sind wir schon über der Hälfte. Wir sind jetzt bei 54 gerade angelangt. Ja, und kommen unserem Ziel immer näher. Also ich glaube nicht, dass wir, also ich schätze mal auch so vielleicht bis Etage 80, ja, keine Ahnung. Vielleicht sogar ein bisschen früher, 75, dass da Feierabend ist. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Pilze investieren, das ist ganz klar. Ja, und werden mal schauen. Das Ding ist ja halt auch, die haben jetzt halt auch eben Runenschaden. Das heißt, wir müssen auch auf unsere eigene Waffe gucken, wie es da aussieht mit der Rune, dass wir da auch dementsprechend die richtige Schadensrune drauf haben, so, dass das halt eben auch hittet. Ja, dann mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also ihr könnt mir ja mal sehr gerne in den Chat schreiben, was ihr glaubt, jetzt nach den ersten 50 Etagen, wie weit ich so ungefähr jetzt komme bis zum Ende. Also bevor wir den Dungeon hier betreten haben, wurde halt zum Beispiel von Tim schon gesagt, so Etage 80 könnte echt gut hinkommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie stark die Gegner hier noch werden. Beziehungsweise steigen die auch vom Level her? Ja, die steigen jede Etage ein Level hier, so wie es aussieht. Ja. Oha. Gut, mal gucken. Wir pilzen mal jetzt schon ein bisschen schneller rein. So, weil es... Oh, nee, ne? Oh, nee, der Klassiker wieder Rucksack voll. Ja. Ja, toll. Und ich habe nur noch Items drin, die alle 10 Millionen... Ah, nee. Doch nicht ganz. Okay, die 5 Millionen Items, die können wir loswerden hier. Obwohl es sehr schade ist. Also, nach meinem Geschmack könnte der Rucksack auch noch ein bisschen erweitert werden. Ja. Also für mich reicht es tatsächlich jetzt nicht weiter aus. So, und dann gehen wir da auch direkt weiter rein. Etage 61, ja, wir machen weiter. Wir kennen ja jetzt auch die Gegner hier alle, deswegen müssen wir da jetzt nicht weiter im Detail drauf eingehen, weil das alles hier Gegner sind, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Typische recycelte Dungeon-Gegner, so großartig. Ne? Fürs Late Game, oh mein Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt hier einen Blocker drin. Fürs Late Game ist natürlich ganz okay, sag ich mal, weil das Ding ist, durch den Wirbelwind haben wir halt eben so einen Late Game Wirbelwind nochmal, weil im Early Game, beziehungsweise Mid Game, hat man durch den Wirbelwind immer so einen konstanten Gegner, den man jeden Tag immer mal so, wenn man stärker wird, eine Etage mehr schafft, so, ne? Und im Late Game ist es so, wenn wir da einen Dungeon haben und einen besiegen in der Schattenwelt, dann müssen wir Monate warten, ja, bis wir irgendwann so stark sind, dass wir den nächsten Gegner besiegen können. Und der Abschnitt dazwischen war für meinen Geschmack viel zu lange und deswegen ist es cool, sag ich mal, jetzt so einen Wirbelwind fürs Late Game zu haben, wo man immer mal so zwischen wieder eine Etage schafft, wenn man mal, ja, ein bisschen stärker wird. Hier ist es dann vielleicht nicht jeden Tag oder vielleicht ist es hier jede Woche oder so, ne? Alle 2, 3 Wochen, dass man sich irgendwie so verstärkt und dann schafft man wieder eine Etage hier. Wir sind jetzt übrigens auf Etage 72, ja, also wir kommen hier langsam an unser Limit. Die Gegner haben extrem kranke Stat-Punkte. Ist euch das mal aufgefallen? Alter, 824k Geschick, über 1 Million Ausdauer. Das ist schon krass. Jetzt müssen wir mal auf unsere Rune achten. Wir haben hier Feuerschaden und wir haben selbst auch Feuerschaden. Ich try mal so ein bisschen rein und guck einfach mal, ob wir den per Lucky Punch irgendwie hier so wegkriegen. Ansonsten müssen wir hier jetzt mal gleich die Rune wechseln. Ui, das sieht nämlich jetzt gar nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Ich habe auch nicht unbedingt die heftigste Dungeon-Waffe am Start. Wie gesagt, meine Waffe ist ja eh schon Jahre alt, deswegen kann man das gar nicht so alles werten, was ich hier mache. Aber das scheint mir jetzt schon wirklich so die erste Blockade zu sein, tatsächlich. Deswegen tauschen wir mal eine Rune. Gehen wir mal zum Schmied. Und, ja, warte mal. Wir müssen mal die Rune kurz mal tauschen. Hier, Anpassung, Rune, Runentausch. So. Ja, dann wechseln wir mal. Gucken. Jäger, Dankeschön für ein Follow. Feuerschaden. Was haben wir hier? Eisschaden. Dann tauschen wir das mal. Machen wir mal so. Ach, Mist. Warte mal.
müssen wir hier so rauspacken. Ja, dann machen wir das so und dann tauschen wir das einmal. Zack. Dann geben wir hier wieder die Waffe zurück. Und dann haben wir jetzt hier Eis drauf. Let's go. Und dann versuchen wir es nochmal. Ja. Ansonsten sind wir jetzt hier schon tatsächlich erstmal an einem Punkt, wo wir jetzt so auf die Schnelle jetzt nicht weiterkommen. Ja. Und das ist dann Etage 72. So ungefähr hätte ich auch geschätzt, so zwischen 70 und 80. Ja, dass wir bis dahin kommen. Vielleicht kriegen wir den nochmal mit einem guten Versuch irgendwie down. Und dann, es könnte sein, dass das wieder so eine Art Blocker ist. Eine Etage so. Und danach sind die nächsten Etagen wieder ein bisschen, ja, gehen die nächsten Etagen ein bisschen schneller. Allerdings, Hasis, Dankeschön auch für den Follow. Allerdings steht der uns jetzt hier schon ziemlich krank im Weg. Also Etage 72 scheint wirklich ein guter Blocker zu sein hier an der Stelle. Ja, das sieht nicht gut aus. Krass. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, weil, wie gesagt, ne, wenn wir hier eine neue Waffe kriegen, ja, eine neue Legendary-Waffe, ne, das macht so viel aus, da kommen wir hundertprozentig ein paar Etagen weiter. Nur wie viel weiter wir dann kommen werden, das ist so dann fraglich, ne? Aber auf jeden Fall ist es cool. Ich muss sagen, es ist ganz nice, dass wir jetzt hier nicht hundertprozentig gleich alles clearen. Da hat man so ein bisschen noch was zu zeigen, hier auch für das YouTube-Tagebuch so mäßig, ne? Guck mal hier, ich habe heute einen neuen Gegner besiegt, so, ne? Man hat immer mal wieder so ein bisschen was, ist mitten in der Nacht, ja. Man hat ein bisschen was zu zeigen, so, ne? Man hat immer mal wieder ein Erfolgserlebnis und nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man ja jedes halbe Jahr irgendwie mal einen Dungeon-Gegner bezwingt. Deswegen ist das ganz cool. Der Gegner ist hier jetzt auch schon mittlerweile Stufe 731. Wie gesagt, die Stat-Punkte sind abnormal krank. Also ja, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es für mich danach aus, als ob das hier erstmal für uns so die Bremse ist. Und mit dem neuen Equipment, was wir uns dann Ende des Jahres zulegen werden, auf Stufe 700 plus vielleicht dann jetzt auch, ja, werden wir dann vielleicht so Richtung 80 kommen. Ja, keine Ahnung. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf euren Progress. Ja, wie weit seid ihr gekommen? Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch an die Leute, die jetzt schon Resist to Exist. Hello, my friend. Ja, thanks for following. Auch an die Leute, die schon wirklich High-Level-Accounts habt. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr da komplett durchgerusht durch die Etagen oder habt ihr da auch Schwierigkeiten? Also ich kann mir vorstellen, dass halt eben die absoluten Top-Spieler wahrscheinlich auch hier durchkommen werden. Wenn ich mit meinem Account ja, bis in die 70er-Bereich komme, dann werden die ja, absoluten Top-Gamer wahrscheinlich dann auch irgendwie durchkommen. Aber ja, an der Stelle sieht es jetzt für mich danach aus, als ob hier jetzt erstmal soweit Feierabend wäre. Denn ich kann jetzt erstmal nicht mehr rausholen. Wir haben die Rune gewechselt, sodass wir quasi auch hier gut aufgestellt sind. Also wir kämpfen jetzt nicht mit der gleichen Rune so. Und ja, sieht für mich so aus, als ob ich dann jetzt erst neues Equipment brauche zum Ende des Jahres im LD. Und dann kommen wir jetzt hier erst weiter. Ansonsten heißt es jetzt erstmal für mein 696er Magier Adieu. Das ist der erste große Blocker hier. Wir gucken uns mal noch ein paar Kämpfe an im Detail. Aber das ist schon krass. Ich meine, ich find's cool. Ich find's cool, dass wir jetzt hier nicht ganz durchkommen. Also es ist ganz... Okay, wir halten auf jeden Fall... Ja, also ich glaube, der ist schon machbar. Ne, mit der richtigen Spanne kriegen wir den auch down. Beziehungsweise, wenn wir mit den richtigen Crit-Treffern... Also wir halten ja einen Treffer aus so, ne? Und wenn wir zweimal mit einer guten Rechts-Raus-Spanne reinkritten, dann ist der auch machbar. Basova, Dankeschön auch für dein Follow. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt. Der erinnert mich so ein bisschen an die letzten Gegner vom Elevator. Die sahen so ähnlich aus. Die konnte man auch gut als Magier so finishen. Aber die haben einen auch gewone-shottet bzw. getwo-shottet. Und da musste man auch mit der perfekten Spanne raufkritten. Und hoffen, dass man selbst hier nicht gekrittet wird, ja.
Deswegen, ja, wir machen nochmal ein bisschen Pilz-Action hier. Wir gehen nochmal runter bis erstmal 2200. Ja, dann gucken wir einfach spontan, ob es bis dahin geklappt hat oder nicht. Aber ansonsten, ja, heißt es jetzt erstmal fleißig weiterleveln und abwarten bis zum Ende des Jahres. Denn da wird nochmal. Da werden wir uns nochmal rächen. Da machen wir nochmal großes Comeback hier an dem Sandsturm. Da werden wir nochmal zurückkommen und dann werden wir uns die Gegner krallen hier. Obwohl ich glaube, bis zum Ende des Jahres werde ich den wahrscheinlich auch schon besiegt haben, dass wir dann vielleicht schon ein gutes Stück weiter sind. Denn ich glaube, das ist auch wie im normalen Wirbelwind vielleicht so ein Blockgegner gerade. Und ja, die nächsten 2, 3 Gegner danach werden wahrscheinlich wieder ein bisschen leichter sein. So, ne? Wie gesagt, guckt euch meine Waffe an. Die ist Jahre alt und die Spanne ist auch nicht die allerbeste so. Ne? Deswegen, genau, da bin ich sehr gespannt, wie es dann Ende des Jahres weitergeht. Und ja, aber für den jetzigen Zwischenstand sieht es jetzt erstmal so aus, als ob wir bis zur 72 gekommen sind. Wir haben fast ein Dreiviertel des Dungeons gelegt. Das ist erstmal schon ganz in Ordnung. Und ansonsten bin ich halt eben sehr gespannt darauf, was ihr macht. Ja, wie weit ihr gekommen seid. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir das sehr gerne durch. Ansonsten, ja, würde ich sagen, erstmal für den ersten Einblick in den Sandsturm hier soll es das für heute gewesen sein. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass wir wieder recycelte Gegner drin haben. Auf der anderen Seite ist es halt eben ein kleiner Leckerbissen für die ganzen Late-Game-Spieler da draußen. Die können sich wieder so ein bisschen, ja, auf was freuen, sag ich mal, dass man nicht ganz so lange im Leeren steht mit den Dungeons. Das ist ganz cool, bis zu einer gewissen Stufe. Ansonsten, ja, war es das erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen auf YouTube. Ey, Resist to Exist nochmal hier am Ende des Videos nochmal mit 500 Bits am Start. Thank you very much, my friend. You are in the YouTube video that's coming tomorrow. Ja, thanks a lot for 501 Bits, my friend. I'm really appreciating that. And ja, wir machen weiter auf Deutsch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten Dankeschön auch an den YouTube-Chat hier. Wir streamen jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Und bis dahin sehen wir uns dann Ende des Jahres wieder im Sandsturm und ja, kommen wir dann ein bisschen weiter. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.